Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein typisch italienisches Rezept, und zwar kochen wir heute eine Lasagne mit selbstgemachten Nudelplatten, einem Ragout à la Bolognese und einer Bechamelsoße. Wir starten mit dem Nudelteig. Dafür 300 Gramm Mehl, 3 Eier, einen Schuss Olivenöl und eine gute Prise Salz in eine Rührschüssel geben. Alle Zutaten zunächst mit einer Gabel oder einem Löffel verrühren, bis daraus ein klumpiger bzw. eher bröseliger Teig entstanden ist. Und danach mit den Händen weitermachen, den Teig dafür bestimmt 10 Minuten kräftig durchkneten und zu einem geschmeidigen Nudelteig verarbeiten. Je länger der Teig geknetet wird, desto geschmeidiger und elastischer wird er dabei, und nach etwa 10 Minuten sollte der Nudelteig fertig sein. So sieht er dann aus. Jetzt einen Bogen Frischhaltefolie auslegen, den Nudelteig darin einwickeln und dann für 30 bis 45 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen. Als nächstes kümmern wir uns um das Ragout bzw. die Fleischsoße. Dafür als erstes das Gemüse in feine Würfel schneiden bzw. fein hacken. Ich habe hier ein kleines Stück Knollensellerie, eine Möhre, eine kleine Stange Porree, eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe. Sobald das Gemüse fertig vorbereitet ist, eine große Pfanne oder einen Topf mit einem kleinen Schuss Öl erhitzen, das Gemüse dazugeben und dann bei mittlerer Hitze für 4 bis 5 Minuten anschwitzen, dabei gelegentlich umrühren. Und sobald das Gemüse glasig ist, die Hitze erhöhen, dann das Hackfleisch dazugeben, insgesamt 750 Gramm, halb Rind, halb Schwein, und das Hackfleisch unter gelegentlichem Wenden für 5 bis 6 Minuten krümelig anbraten. Wenn das erledigt ist, schon mal mit einer guten Prise frisch gemahlenem Pfeffer und etwas Salz würzen. Außerdem 250 ml Weißwein und 300 Gramm passierte Tomaten dazugeben. Wein und Tomaten unterrühren. Die Soße dann einmal aufkochen und für 1 bis 2 Minuten köcheln lassen. Anschließend ein paar Zweige frischen Rosmarin und Thymian dazugeben und die Soße mit 1 Liter Wasser auffüllen. Danach aufkochen und für 1 bis 1,5 Stunden bei niedriger bis mittlerer Hitze köcheln lassen. Während die Bolognese-Soße vor sich hin köchelt, kümmern wir uns um die Bechamelsoße. Dafür 80 Gramm Butter in einem Topf zum Schmelzen bringen. Sobald die Butter anfängt zu schäumen, 80 Gramm Mehl dazugeben und sofort mit einem Schneebesen verrühren. Das Ganze unter ständigem Rühren für etwa 1 Minute anschwitzen und dann 400 ml kalte Milch dazu gießen. Ebenfalls sofort verrühren, damit sich keine Mehlklümpchen bilden können. Und wenn das erledigt ist, noch 400 ml Gemüsefond dazu gießen. Jetzt muss die Soße im Prinzip nur noch andicken, dafür unter Rühren erhitzen und zum Köcheln bringen. Anschließend für 1 bis 2 Minuten bei mittlerer Hitze leicht köcheln lassen. Dabei ständig mit einem Schneebesen verrühren, damit nichts am Topfboden anbrennen kann. Vom Herd ziehen, mit etwas Pfeffer und Muskatnuss abschmecken und bis zum Schichten der Lasagne zur Seite stellen. Als nächstes den Nudelteig aus dem Kühlschrank holen, mit einem Messer in 4 gleich große Stücke schneiden. Je nachdem wie groß eure Auflaufform ist, könnt ihr den Nudelteig auch in 5 oder 6 gleich große Stücke schneiden. Meine ist ziemlich groß, deshalb brauche ich nur 4. Jedes Teigstück danach auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu einer dünnen Nudelplatte ausrollen. Dafür zunächst etwas flach drücken und im Mehl wenden und danach mit einem Nudelholz dünn und flach ausrollen, am besten direkt auf die Größe der Auflaufform. Wenn euch das mit dem Nudelholz zu anstrengend ist, könnt ihr das natürlich auch genauso gut mit einer Pastamaschine machen. Wie ihr seht, geht das mit einem Nudelholz aber auch. So dünn sollte die Nudelplatte im Idealfall ausgerollt werden. Das Ganze jetzt für die restlichen Teigstücke wiederholen
Und wenn das erledigt ist, sollte die Bolognese-Soße nahezu fertig sein. Der Großteil der Flüssigkeit ist verkocht. Dann die Rosmarin- und Thymianzweige wieder entfernen, mit Salz und Pfeffer abschmecken, außerdem einen kleinen Schuss Milch zur Soße geben, alles nochmal gut durchrühren und dann vom Herd ziehen und wir können mit dem Schichten der Lasagne loslegen. Als erstes die Auflaufform mit 2 bis 3 großen Esslöffeln Bechamelsoße einstreichen, sozusagen als Boden. Dann die erste Nudelplatte darauf legen. Als nächstes 2 bis 3 Kellen der Bolognese-Soße. Jetzt wieder ein paar Esslöffel Bechamelsoße. Einfach etwas mit der Bolognese-Soße vermischen. Dann eine Handvoll geriebenen Parmesan darüber streuen. Wieder eine Lasagneplatte und das Ganze nochmal von vorne. Bolognese-Soße, dann Bechamelsoße, etwas Parmesan und so weiter, bis die gesamte Bolognese-Soße aufgebraucht ist. Zum Abschluss, also für die letzte Schicht, solltet ihr lediglich noch eine letzte Nudelplatte übrig haben, die mit der restlichen Bechamelsoße einstreichen und den restlichen Parmesan darüber verteilen. Dann kommt die Lasagne in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze für etwa 30 Minuten und nach 30 Minuten können wir die fertige Lasagne aus dem Ofen holen. Danach für etwa 5 bis 6 Minuten kurz stehen lassen und dann mit einem Messer in Stücke schneiden, auf Tellern anrichten und dann wünsche ich einen guten Appetit. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.